schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, habe ich eigentlich als Spruch gehabt, alles ist besser mit Bluetooth. Und genauso ist es auch im Auto. Auch im Auto ist alles besser mit Bluetooth. Und damit meine ich bitte nicht diese eingebauten Freisprecheinrichtungen von den Autoherstellern, weil, ja gut, damit kann man freisprechen, aber so richtig Musik hören ist darüber meh. Also da kommt ja keine Qualität bei rüber. Ja? Also wir haben bei diesen ganzen eingebauten Freisprecheinrichtungen über Bluetooth, ja, da graust es mich ein bisschen, weil da kommt halt meistens so eine schlechte Tonqualität rüber, dass man da gar nicht mit anfangen will. Also das ist wirklich Dreck, was darüber kommt. Ich rede nicht von den Wireless CarPlay oder Android Auto Möglichkeiten. Die sind okay, kann man mitarbeiten, alles super. Aber bei diesen, ich sag mal, ein paar Jahre älteren Autos, wo halt Freisprecheinrichtungen mit eingebaut ist und darüber auch irgendwie Audio gestreamt werden kann. Das ist pfui, das wollen wir nicht. Wir wollen hochqualitatives Audio in unserem Auto haben und wir wollen dieses hochqualitative Audio möglichst halt auch irgendwie an oder in direkt die DSP-Endstufe kriegen. Wenn es irgendwie ging, wäre das super. Und natürlich gibt es da Möglichkeiten. Es gibt Endstufen, die haben eingebautes Bluetooth. Das heißt, hier meine ESX VE, da ist einfach schon ein Bluetooth-Chip mit drin. Das heißt, sobald man das Ding anschließt, hat das Ding Bluetooth. Man kann sich mit dem Handy drauf verbinden, kann da Musik reinstreamen. Alles gut. Keine Probleme, es funktioniert alles. Jeder hat Spaß und es läuft. Anders sieht es bei den ATF-Produkten aus. Bei den RTF-Produkten war es bisher so, dass es zum Beispiel bei der P6 oder bei einem DSP von Helix, da war es so, dass man eine sogenannte Heckkarte, eine Helix Extension Card einbauen konnte, direkt quasi. Man hat das Ding aufgemacht, Blende abgemacht und dann halt eine andere Blende installiert und da war dann halt das Bluetooth-Modul mit drin. Das war cool, das hat super funktioniert. Dadurch konnte man, wenn man wollte, einfach seine Endstufe, sein DSP mit Bluetooth nachrüsten und hatte dann halt den vollen Bluetooth-Genuss, Handy koppeln, Musik direkt reinstreamen und man konnte in der Software sagen, okay, was soll passieren, wenn ich da halt Musik streame. In der Regel ist es so eingestellt, dass man quasi so eine Prioritätsschaltung macht und sobald Musik vom Handy abgespielt wird, wird das normale Signal, was dann halt vom Radio kommt oder so, ausgeschaltet und es wird die Musik vom Handy ganz normal über den DSP direkt wiedergegeben. Das ist eine super Lösung und man kann dann qualitativ hochwertig in den DSP reingehen. Jetzt ist das aber so, dass es, ich sag mal, einerseits, wenn man jetzt im Auto sitzt und dann halt Musik hören will, muss man immer seine Zündung anhaben oder irgendwie einen Schalter eingebaut haben, der die Anlage betreibt. Das heißt, man hat halt immer so ein bisschen mehr Strom verbraucht, als man braucht. Ja, weil man macht gegebenenfalls auch das Radio an, weil das Radio dann halt das Remote-Signal erzeugt und so. Das ist alles Stromverbrauch, den man nicht braucht. Und auch so im Wettbewerbsfall, wenn man wirklich sagt, okay, ich mache alles über mein Handy und das läuft alles, dann will man vielleicht nicht, dass das Radio noch zusätzlich an ist, weil das zieht halt nochmal Strom und das braucht halt Ressourcen oder macht Störsignale im schlimmsten Fall. Wollen wir alles nicht. Das heißt, eigentlich wird sich etwas anbieten, was halt so wie auch zu Hause Bluetooth-Lautsprecher, die halt zu Hause rumstehen, die halt einfach drauf hören, kommt da was. Und wenn dann was kommt, dann schalten die Anlage an und Musik kommt raus. Und da hat sich jetzt Helix mal wieder was überlegt. Und zwar haben sie was Neues rausgebracht, und zwar den sogenannten BT-HD-Streamer. Was zum Teufel ist jetzt der BT-HD-Streamer? Der BT-HD-Streamer ist im Endeffekt erstmal nichts anderes als diese Heck-Extension-Card, die wir schon hatten. Das heißt, die ganz normale Karte, die wir halt in unsere Geräte reinstecken konnten. Nur, dass dieses wunderschöne Teil hier halt einfach als Box rauskommt. Ich mache mal hier kurz auf und dann gucken wir uns das an. Heißt, was sehen wir hier? Wir sehen eine wirklich sehr, sehr kleine Box. Also groß, das ist bei weitem nicht groß. Das ist wirklich eine klitzekleine schwarze Box. Und diese schwarze Box hat von der Seite nichts, hat von der Seite tatsächlich was. Zwei Sachen zum Einstellen, hat von der Seite nichts. Und wir haben hier tatsächlich Verbindungsmöglichkeiten. Ihr seht In-Out, ihr seht Mikro, ihr seht Power. So, was hat das denn jetzt hier alles mit auf sich? Wofür und warum hat Helix jetzt dieses Gerät rausgebracht? Ganz einfach, genau den Fall, den ich gerade geschildert habe, haben sie damit jetzt gelöst, weil die Heck Extension Card
die war halt einfach aus in dem Moment, wo kein Remote mehr vom Steuergerät kam. Das heißt, da gab es keine Möglichkeit, sowas wie ein Standby-Signal zu erzeugen. Hier ist es jetzt der Fall. Das heißt, wir können hier in den Einstellungen können wir sagen Standby on oder off. Ich würde das jetzt tatsächlich für das nächste Projekt auch mal auf on stellen. Ja, jetzt ist es an. Und jetzt ist es so, dass dieses Gerät, sobald das hier halt einmal Strom sieht, das heißt, wenn das ein paar angeschlossen ist an Strom, dann verbraucht es, ja, natürlich verbraucht es Strom, aber es verbraucht halt ganz wenig Strom und ist aber auf der Bluetooth-Seite immer in Hörbereitschaft. Das heißt, es guckt die ganze Zeit, okay, ist mein gekoppeltes Gerät jetzt da? Und wenn es da ist, spielt es was ab. Erst in dem Moment, wo etwas abgespielt wird, erzeugt dieses Gerät dann hier auf einem Ausgang ein Remote-Signal. Dieses Remote-Signal kann man dann halt zum DSP geben und dann kommt da Ton raus. Das heißt, wir haben tatsächlich sowas wie ein immer vorhandenes Soundsystem und wenn man da quasi auf Play drückt, dann kommt da Musik raus aus dem Auto. Auch wenn der Rest vom Auto tatsächlich aus ist. Das heißt, es wird nur die Anlage angeschaltet. Klar muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt halt irgendwie in der Nähe vom Auto steht und das Handy verbunden ist und man dann halt hier auf einmal Gas gibt, dann auf einmal das Auto da halt Party macht. Und ich weiß auch nicht, wie das mit Alarmanlagen ist, wenn da auf einmal im Auto die Musik angeht. Keine Ahnung, bestimmt geht das gut. Aber das ist halt die Logik an der Sache. Ihr seht auch hier einen optischen Ausgang, das heißt, dieses Kästchen hier wird halt auch nicht per Heck-Extension Card oder so angebunden, sondern dieses Kästchen hier wird tatsächlich digital über den optischen Eingang vom DSP hier aus dem optischen Ausgang. Das heißt, wir haben optischen Ausgang, gehen in den DSP, da in den Digitaleingang und fertig. Das heißt, wir haben die Übertragung der Signale erfolgt digital und der Rest ist über Bluetooth. Die ganzen Bluetooth-Funktionalitäten in diesem Teil sind identisch zu der Heck-Card. Das heißt, es gibt halt Funktionalität, also Codec-technisch können wir bis zu aptX HD streamen, haben halt auch alles, was so ein iPhone kann, so ein Android ist aktuell leider ein bisschen besser aufgestellt, was die qualitative Übertragung per Bluetooth angeht. Apple will da aktuell noch nicht so richtig, aber da kriegen wir halt das Gleiche. Das heißt, Codec-technisch ist es identisch, es hat aber halt diese Standby-Funktionalität, was halt sehr cool ist. Problematik, werden halt die meisten sagen, ist, okay, aber was ist denn jetzt, wenn ich jetzt den optischen Eingang von meinem DSP schon benutzt habe? Ich habe da einen Hi-Res-Player drin, ich habe da einen Joying-Radio drin, irgendwie sowas. Kein Problem. Wir haben hier ja gerade den also hier gibt es auch einen optischen Eingang. Und wir können quasi, das Teil ist dafür gemacht, um durchzuschleifen. Ja, das Teil hat auch einen Remote-Eingang, das Ding hat einen optischen Eingang. Das heißt, es ist so gemacht, dass man hier als erstes mit dem Remote und mit dem optischen Kabel reingeht und von hier dann halt mit dem neuen Remote und dem optischen Kabel wieder rausgeht. Heißt, das Teil überbrückt, das heißt, wenn ein Remote ankommt, dann schaltet es quasi durch, die Anlage geht an und das digitale Signal, was hier reinkommt, kommt wieder raus in den DSP und es ist so, als ob nichts gewesen wäre. Wenn wir dann aber halt tatsächlich sagen, okay, die Anlage ist aus und wir verbinden uns damit per Bluetooth, dann geht trotzdem alles an. Das heißt, das ist wirklich so ein, ich nenne es mal Bypass-Gerät. Und wenn wir schon so weit sind, dass wir uns ja hier per Bluetooth mit verbinden und quasi Musik abspielen und so, dann wäre es doch möglicherweise auch cool, wenn wir darüber telefonieren können. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet, hier gibt es einen Mikrofoneingang. Es gibt das Mikrofon separat zu kaufen von Helix bzw. von ATF. Bei ATF gibt es tatsächlich ein hochqualitatives Mikrofon-Connection-Set. Das kann man hier anschließen. Und wie ihr seht, ist hier halt auch mehr als, also ein Mikrofon ist in der Regel 2 Drähte. So, hier sind jetzt aber 6. Ich weiß nicht genau, wie viele davon belegt sind im Endeffekt, aber ich glaube 6. Liegt halt einfach daran, dass man, wenn man so ein Mikrofon dran tut, das ist so ein bisschen gemacht für vielleicht ein Auto, was keine Freisprecheinrichtung hat. Ein Auto, was vielleicht kein Radio hat oder sonst irgendwie was. Das heißt, man verbindet sich direkt mit dem Teil und hat dann aber auch baubare oder schaltbare Eingänge, weil man muss ja natürlich auch irgendwie ans Telefon rangehen.
Ja, das heißt, man will ja nicht, wenn es angerufen wird, irgendwie sein Handy aus der Hosentasche kramen und dran gehen und dann irgendwie auf die Freisprecheinrichtung umschalten, sondern es wäre halt sehr cool, wenn man halt irgendwie so ein Knöpfchen hätte, wo man draufdrücken kann und sagen, annehmen, auflegen. Genauso, wir sehen hier ein Pair-Knöpfchen. Auch dieses Pair-Knöpfchen kann man sowohl hier liegt das drauf, als auch auf einen von diesen Pins. Das heißt, man kann halt nach vorne sich auch nochmal einen Taster ziehen, um man ein neues Handy zu koppeln. Weil wenn das Teil hier, je nachdem wie man es verbaut, in dem aktuellen Projekt wird es recht gut erreichbar sein. Aber man kann natürlich auch sein, dass es unten unter einer Kofferraumplatte verschraubt irgendwo hinarbeitet, wo man nicht einfach so rankommt, wenn man gerade sein neues Handy kauft nach 2 Jahren. Dann ist natürlich ein extern ausgeführter Pairing-Modus ganz, ganz praktisch. Ja, ansonsten gibt es zu dem Teil nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Mikrofon, dann kann man halt hochqualitativ cool telefonieren. Da ist halt auch eine Rückkopplungsautomatik und all diesen ganzen Spaß drin. Das heißt, dass der Gegenüber sich selber nicht hört, weil er dann halt aus den Lautsprechern rauskommt, die dann auch noch luftverzögert sind und so weiter und so fort. Kann das Teil alles. Kann die aktuellen Codecs bis 48 Kilohertz mit 24 Bit. Alles, was man sich so wünscht. Es kann nicht LDAC, das heißt LDAC als mit 96 Kilohertz kann das Teil nicht. Aber ansonsten ein wirklich sehr schönes kleines Gerät. Wirklich sehr klein, und macht seinen Job ganz gut. Wie wir sehen, kleine Montageschrauben dafür. Und noch eine Anleitung. Die Anleitung ist nicht wirklich eine Anleitung, sondern nur ein QR-Code, mit dem man dann zur Anleitung kommt. So kann man das auch ein bisschen sparsamer verpacken. Das ist auch ganz praktisch. Ich weiß, dass es so Kästchen, das heißt so kleine Bluetooth-Teile, gibt es halt auch noch von Audison und gibt es auch noch von Mosconi. Wenn ihr interessiert seid an einem Vergleichsbericht zwischen Audison, Mosconi und Helix, dann lasst am besten einen Kommentar da und sagt mir, okay, das wäre total cool, wenn du das mal testen würdest, weil dann würde ich mir die Sachen einfach besorgen und dann könnte man die ein bisschen gegeneinander stellen, die Tech-Specs abchecken, gucken, was für Möglichkeiten hat das eine, was für Möglichkeiten hat der andere, was braucht man nicht, wann und so weiter und so fort. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann wächst der Channel ein bisschen, ich kriege mehr Reichweite und dadurch halt gegebenenfalls auch die Möglichkeit, mal ein Testgerät zu bekommen und muss nicht alles selber kaufen, was hier auf dem Channel gezeigt wird. Im Endeffekt ist also dieses Kästchen hier, dieser Bluetooth-Streamer, eigentlich eine Lösung für, ich will jetzt qualitativ hochwertig in mein DSP reingehen. Es ist eine Lösung für, ich habe keine Freisprecheinrichtung im Auto und würde die gerne nachrüsten. Sehr geile Lösung, mit natürlich einer ordentlichen Anlage. Es ist eine Lösung für, ich habe keine Möglichkeit, an meinem Auto irgendwie die Head-Unit auszuwechseln. Die Head-Unit, das Radio, das ist qualitativ Murks, da kommt nur Schmarr raus. Ich will irgendwie, ich will natürlich auch normal Musik hören, aber wenn ich will, dann will ich auch qualitativ geil Musik hören und quasi streamen. Für all die ist das Kästchen eigentlich eine gute Investition, weil damit man muss nicht allzu viel Kabel legen oder sonst irgendwas. Man kann sich das Teil quasi hinten rein tun, mit dem Handy verbinden und hat gute Qualität. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, was erzählt er die ganze Zeit von DSPs und von was brauche ich überhaupt, wenn ich irgendwie was kaufen will oder sonst irgendwas. Ich habe da 2 schöne Videos für euch rausgesucht, die müsst ihr euch unbedingt mal angucken.